Für die taktische Asset Allocation Juli beschäftigen wir uns dieses Mal mit zwei Schwerpunktthemen, von welchen wir doch gewisse Einblicke im Monat Juni bekommen haben. Zum einen, was ist der Effekt der politischen Turbulenzen wie Handelszölle oder US-Budgetdefizite auf das Wachstum? Wir sehen, dass die statistischen Zahlen noch keine Eintrübung anzeigen und auch die anekdotische Evidenz in Bezug auf die KI-Ausgaben zeigen ein hohes Wachstumstempo. Zum Beispiel Nvidia, das im ersten Quartal nochmals die Umsätze um 70% steigern konnte. Dies dank seinen Kunden, die Hyperscalers, die 325 Milliarden in Investitionen betreffend KI planen. Das zweite Schwerpunktthema, die Lockerung der Geldpolitik. Hier hat uns der Juni gezeigt, dass es große Differenzen gibt zwischen den Notenbanken. Auf der einen Seite solche wie die Schweizerische Notenbank, die bereits am Ende des Zinssenkungszyklus angekommen sind. Andererseits die amerikanische Fed, welche dieses Jahr noch gar keine Reduktion vorgenommen hat, und hier erwarten wir erst dann nach dem Sommer eine erste Zinssenkung angesichts der doch eher starren Inflation. Wo wir Möglichkeiten sehen, ist in angelsächsischen Währungsräumen, zum Beispiel die Bank of England oder die Reserve Bank of Australia. In der Summe sind die zwei Schwerpunktthemen eher positiv, optimistisch für die Finanzmärkte. Allerdings muss man auch sagen, dass Anfangs Juli einige politische Entscheidungen anstehen, wie zum Beispiel eben die Deadline bei den Handelszöllen oder im amerikanischen Kongress muss das US-Budgetdefizit dann verabschiedet werden. Das sind Unsicherheitsfaktoren, welche doch schwer wiegen und uns dazu veranlassen, die Aktienquote auf der strategischen Quote ausgeglichen zu halten. Innerhalb der alternativen Anlagen sind wir bei den Rohstoffen untergewichtet, immer noch. Zwar ist der Index seit Jahresbeginn um 10% angestiegen, aber dies auch nur dank dem Gewinn bei den Edelmetallen. Die anderen Komponenten wie Agrar- oder Industriemetalle und selbst Energie, denen fehlt der konjunkturelle Schub. Bei Gold hingegen sind wir der Auffassung, dass jetzt, wo die Zinsen immer weiter gesenkt werden, der Dollar zur Schwäche tendiert, noch mehr Potenzial herrscht, nachdem der Kurs um etwa 2 Monate seitwärts tendiert hat. Wir gehen wieder ins Übergewicht. Weitere Details wie unsere Positionierung bei den Devisen entnehmen Sie unseren Asset Allocation Update auf dem Blog der Swisscanto.